Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter, sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Herren Bundesräte, geschätzte Bürgerinnen, geschätzte Bürger, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte hier einen sehr kurzen Zwischenstopp machen. Ich möchte wieder hinweisen, dass eine Lösung in dieser Angelegenheit sinnvoll ist. Eine vernünftige und gütliche Lösung. Ich werde am Ende dieser Information die Personen mitteilen, die ich bei der Schweizer Bundesanwaltschaft per Strafantrag angezeigt habe, seit März 2023. Lassen Sie mich aber, und das ist eigentlich an den Bundesrat gerichtet, an die Damen und Herren Bundesrätinnen und Bundesräte, 2, 3 Sachen erwähnen. Es erstaunt, dass ob der verschiedenen Informationen per Video der Bundesrat nach wie vor, und ich kann beispielsweise eben auch die Bundespräsidentin Keller-Sutter und der Herr Bundesrat Martin Pfister explizit erwähnen, dass keine Lösung gefunden werden konnte, noch eine Kontaktaufnahme zustande kam und dass sich der Bundesrat in dieser Angelegenheit nach wie vor duckt. Er schiebt das VBS-Recht vor und macht nichts. Meine Damen und Herren des Bundesrates, geschätzte Damen und Herren des Bundesrates, es reicht nicht, dass wenn ich am 31. Juli eine Ansprache mache, im Zusammenhang mit der eklatanten Weiterführung der Bespitzelung, Beschattung und der Eskalation in dieser Angelegenheit und daraufhin das Muster dieser Bespitzelung und Beschattung verändert wird. Es reicht nicht, wenn man einfach die Nachstellung dann reduziert oder gar nicht mehr ausübt, dann aber auch hingeht und sagt, ja gut, jetzt müssen wir halt das Richtmikrofon, das gegenüber im Balkon steht, irgendwo versuchen, andernorts aufzubauen. Es reicht nicht. Schauen Sie sich die Videos an. Schauen Sie sich die Fakten an. Sie führen der Schweiz einen eklatanten Schaden zu. Einen Reputationsschaden. Sie führen der Schweizer Armee einen eklatanten Reputationsschaden und Glaubwürdigkeitsschaden zu. Ist es das, was Sie wollen? Ist das Opfer gut genug, dass Sie 2 Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Schweiz eingesetzt haben, Zeit ihres Lebens vernichten? Unsere Mittel gehen aus in den nächsten Wochen, ich kann Ihnen das sagen. Wir haben gesagt, dass Ende August Ende dieser Mittelverfügbarkeit ist. Das ist kein Witz. Das ist Tatsache. Und Sie, meine Damen und Herren, Bundesrätinnen und Bundesräte, lassen das VBS-Recht nach wie vor wirken mit der Vertuschung dieser ganzen Angelegenheit. Für was sind Sie Bundesräte, meine Damen und Herren? Sind Sie nicht in der Lage, dieses im Grunde genommen einfache Problem, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, lassen Sie uns zusammensetzen, lassen Sie uns eine Lösung vereinbaren, eine gütliche Lösung, eine vernünftige Lösung und dann ist die Angelegenheit weg vom Tisch. Was Sie dann intern mit Ihren Mitarbeitern machen, das können Sie dann unter sich letztlich besprechen. Aber nein, wir sehen jetzt in den nächsten Tagen zu, dass wir zahlungsunfähig sind, wegen der Schweiz. Und nach wie vor sind Sie da drüben mit Ihren Richtmikrofonen und horchen uns aus. Auch in diesem Moment. Es ist deutlich festzustellen, dass jeweils die Damen und Herren, die das tun, Bescheid wissen, bevor wir diese Videos veröffentlichen. Nun, Herr Bundesrat Pfister,
Pfister, Sie haben Ihr Amt in diesem Frühjahr begonnen. Ich habe versucht hinzuweisen, dass es eine riesige Chance wäre, um wirklich in dieser Angelegenheit letztlich auch für sich persönlich oder für die Schweiz eine Möglichkeit, eine Glaubwürdigkeit zu erschaffen, für sich persönlich. Sie haben keine Lösung herbeigebracht. Sie sind Oberst gewesen oder sind es noch. Wo bleibt Ihre militärische Ausbildung? Wo bleibt die Führung? Wo bleibt das Element, dass wenn der Mist vom Karren fällt, die Übernahme des Chefs in der Sache, um den Mist wieder auf den Karren zu bringen? Wo bleibt das, Herr Bundesrat Pfister? Mich erstaunt diese Situation und mich erstaunt insbesondere, dass 2 Bürger vernichtet werden mit einer Lappalie von der finanziellen Seite her. Aber ich sage Ihnen eines, ich werde nicht aufhören, diese Tatsachen weiter zu dokumentieren, zu zeigen, der Bevölkerung aufzeigen. Es ist nicht so, dass Sie mich auf den Boden drücken können, eliminieren können und dann ist der Sulze dann schon still. Das wird nicht passieren. Sie merken es, geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte, geschätzte Frau Bundespräsidentin, geschätzter Herr Bundesrat Pfister, Sie merken es. Das, was ich jetzt mache, ist ein Hinweis, die Chance jetzt wahrzunehmen. Dieses Problem der Schweiz unmittelbar zu lösen. Laden Sie mich und meine Ehefrau ein an irgendeinem Standort, wo wir uns treffen können, oder Sie senden einen Ihrer Vermittler mit der Absicht aber, diese Herausforderung zu lösen in einem vernünftigen und gütlichen Rahmen. Lassen Sie mich wissen, dass dieses Gespräch jetzt in diesen Tagen stattfinden kann. Unsere Mittel gehen aus. Es ist keine Zeit mehr. Wir haben das gesagt. Wir haben darüber informiert. Also gehen Sie in Bewegung und entscheiden Sie und vernichten nicht 2 unbescholtene Bürger. Wie gesagt, die zeitlebens bis dahin sich für die Schweiz eingesetzt hatten. Das soweit. Ich hoffe, dass ich mit diesen Veröffentlichungen aufhören kann, oder sagen kann, der Bundesrat war in der Lage, dieses einfache Problem zu lösen. Er war in der Lage, eine vernünftige und gütliche Lösung herbeizuführen, in einer komplett verfahrenen Angelegenheit, verursacht durch die Schweiz, verursacht durch die Institutionen der Schweiz, das Bundesgericht, die Bundesanwaltschaft, die Departemente VBS, Finanzdepartement und das Justizdepartement von Frau Karin Keller-Sutter vorher. Also lassen Sie dieses Ding da beenden in eine Art und Weise, dass vernünftigerweise jeder seinen Weg gehen kann und die Schweiz damit auch nicht weiter belastet wird, weder im Zusammenhang mit dem entsprechenden Schaden, der weiter entstehen wird, und auch nicht in finanzieller Hinsicht. Die Steuerzahler bezahlen diese Art und Weise, wie die Schweiz umgeht mit seinen Bürgern. Dabei gäbe es wahrscheinlich andere Dinge zu tun, anstelle die Rechtsabteilungen einzusetzen, um die Angelegenheit weiter zu vertuschen. Also bitte informieren Sie mich umgehend um eine Lösung. Wir werden nicht warten bis am Montag, bis weitere Veröffentlichungen gemacht werden. Wir werden weitermachen. Wir haben jetzt Freitag.
Mittag, um letztlich auch einen Schritt einzuleiten für eine gütliche und vernünftige Lösung. Ich bitte Sie nochmals darum, tun Sie das für die Schweiz, tun Sie das für den Bundesrat, tun Sie das für die Institutionen und beenden Sie diese Angelegenheit. Ich muss diese Mitarbeiter erwähnen, die in dieser Angelegenheit involviert sind. Ich muss das tun. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, dem Bundesrat klar mitzuteilen, dass diese Angelegenheit aufgelöst werden muss. Ich lese die Namen runter, ich lese runter oder ich erkläre ganz kurz, wo sie involviert sind. Und ich muss Ihnen dazu sagen, das sind Strafanträge bei der Bundesanwaltschaft. Ich habe in einem vorgängigen Video erklärt, dass in der Zeit, wo der Herr Bundesrat Pfister im Amt ist, ein Teil dieser Strafanträge oder gar alle, je nachdem, wie das Bundesgericht oder die Bundesanwaltschaft das Ganze interpretiert, aufgrund des willkürlichen Dokuments über die Nichtanhandnahmeverfügung in der Zeit von Herrn Bundesrat Pfister, das vom Tisch gewischt hat. Also ich lese die runter, die Namen, und hören Sie zu. Frau Bundesrätin und Bundespräsidentin Viola Amherd, natürlich die frühere, sie ist jetzt zurückgetreten. Die Angelegenheit habe ich schon mehrfach aufgeführt, um was es hier geht. Letztlich hat sie den Betrug vollendet und abgeschlossen gegenüber dem Start-up und mir. Herr Altbundesrat Ueli Maurer, der Herr Maurer war von Anfang an involviert, auch als Bundespräsident. Er hat in der Unterlassung letztlich genau gleich viel nicht gemacht in dieser Angelegenheit und hat das Ganze gestützt mit seinen Rechtsmitarbeitern aus dem EFT. Sie erinnern sich an die EFT-Verfügung und an die EFT-Klageantwort und diese Lügen, die da drin standen. Dann auch Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter oder die aktuelle Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Sie hat nach der Aufforderung, sie möge doch einen Strafantrag, den ich seinerzeit an den ersten Bundesrichter eingegeben habe, an die Hand zu nehmen. Kurzum wurde auch dieses Strafverfahren oder dieser Strafantrag willkürlich, unvollständig vom Tisch gewischt und man hat offenbar das damals schon abschließen wollen. Es ist offensichtlich, dass dies unmittelbar aufgrund des persönlichen Schreibens an Frau Karin Keller-Sutter ging. Bundesrat Dr. Albert Rösti, wir sind noch nicht darauf eingetreten. Möglicherweise werden wir in der Zukunft darauf eintreten müssen. Der Herr Dr. Albert Rösti ist einer der Hauptprofiteure in dieser ganzen Angelegenheit. Ich werde da jetzt nicht weiter Stellung nehmen, aber die Zusammenhänge sind eindeutig. Dann kommen die Bundesrichter, Frau Florence Aubry-Girardin, Präsidentin zweites öffentlich-rechtliche Abteilung, Bundesgericht, dann der Herr Hans-Georg Seiler, ehemaliger Präsident der öffentlich-rechtlichen Abteilung. Der Herr Seiler ist dann zurückgetreten, überraschenderweise, nachdem er eben auch Verbrechen verübt hatte. Frau Florence Aubry-Girardin hat das Ganze unter den Teppich gekehrt mit einem Urteil vom 14. und 15. März 2022, also die Klage gegen Frau Bundesrätin Amherd und die weiteren Personen. Dann gehören die Richterinnen und Richter dazu, das ist Frau Julia Henny, dann hätten wir den Herrn Stefan Hartmann, dann kommt der Herr Simon Müller vom Leiter Rechtsdienst, über ihn haben wir auch schon 2, 3 Sachen gehört, und der Herr Dr. Raphael Krämer, stellvertretender Leiter Allgemeiner Rechtsdienst, auch vom EFT, auch er war ja in diesem Lügengebäude, in dieser Konstruktion dabei, inklusive der Herr Generalsekretär vom VBS, der Herr Toni Eder, er war ja der Generalsekretär von Frau Amherd, und dann der Herr Korpskommandant Daniel Baumgartner, auch über ihn haben Sie 2, 3 Sachen im Zusammenhang mit dem Lügengerüst gehört. Dann kommt der Herr Doktor oder Herr Rechtsanwalt Mark Wegmüller, er war ja der Protokollführer dieses unsäglichen Protokolls, dieses beweismittelverzerrenden und urkundengefälschten Dokuments von dieser Sitzung im Mai 2019.
Und dann habe ich habe das aus einer Information rausgenommen an die Bundesanwaltschaft. Am 3. April 2023 habe ich 3,3 Kilogramm Beweismittel zugesandt. Und ich kann mich erinnern, ich kann diese Dokumente auch noch hervorholen, man hat versucht zu verhindern, dass diese fristgerecht eingereicht werden können. Ich habe dann die zusammen mit meiner Frau persönlich in der Schweiz eingegeben und aufgegeben. Und selbst danach, trotz der korrekten, fristgerechten Eingabe, hat das Bundesgericht nachher gesagt, die Aussage gemacht, ja, es würde ohnehin so sein, dass die Frist nicht eingehalten worden wäre, was ich dann korrigiert habe, und man hat dann das auch unerwähnt bleiben lassen und hat dann trotzdem einfach alles unter den Teppich gekehrt. Also aber auch diese Story, die kann ich dann aufzeigen, wenn es um das Bundesgericht oder um die Bundesgerichtsurteile geht. Ja, dann haben wir den Herr Philippe Rübaud, der frühere Chef der Armee, und der Herr Direktor Bundesamt Matthias Römond. Sie erinnern sich an die Schreiben. Es geht dann weiter an den Rechtsanwalt, das war eigentlich ein Verwaltungsratsmitglied von Perform Fun früher. Der hat deutlich die Seiten gewechselt, es gibt da ganz klare Aussagen und Hinweise dazu. Der Herr Dr. Paul P., ich verzichte auf die Namensnennung bei den Privatpersonen, allerdings die Angehörige der Armee und des VBS, die werde ich halt nennen. Das sind Staats- und Bundespersonen, die im Dienste des Staates und des Bundes sind. Frau Sahar Milani, sie war diejenige, die ursprünglich den Eingang bestätigte vor der Bundesanwaltschaft und eigentlich ein Verfahren eröffnet hat. Da gibt es eine Verfahrensnummer. Später kam dann noch der Herr Montanari, der Staatsanwalt, dazu. Sie haben die ganze Angelegenheit verschleppt. Das ist eindeutig nachzuweisen, das ist relativ einfach nachzuweisen, wenn man diese Dokumentationen sieht. Und trotzdem wurde die Anzeige gegen sie dann vom Tisch gewischt, in diesem Frühjahr unter der Leitung oder unter der Zeit von Herrn Bundesrat Pfister auch. Dann geht es weiter in diesen Teilfällen. Das ist Frau Dr. Caroline Kirschläger, sie ist Einzelrichterin am Kanton St. Gallen bis dahin, und der Herr Verfahrensleiter Hans Willi vom Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland. Die wurden mehrfach danach hier weiter aufgeführt und es gab dann Anzeigenerweiterungen aufgrund der Vorgänge, der wirklich krassen Fehlleistungen, der absolut krassen Fehlleistungen von Gerichten in der Schweiz. Im Zusammenhang mit der RHW-Stiftung betreffend dieser Zwangsvollstreckung, die ja gegen mich ausgeführt worden ist, aber auch, und man höre hin, insbesondere der Herr Verfahrensleiter Hans Willi hat nicht nur im Zusammenhang mit dieser Geschichte betreffend betreffend Zwangsvollstreckung gegen mich agiert, sondern er war auch tätig gegen das Inkasso und diese Angelegenheit betreffend auch die Zwangsvollstreckung gegenüber meiner Ehefrau. Auch das war absoluter Unsinn und es gibt Dokumente, die ganz klar belegen, dass auch dieses Urteil falsch ist. Ich werde dann im entsprechenden Zeitpunkt auf diese Fälle eingehen. Wie gesagt, Frau Caroline Kirschläger hat da massiv auch beigetragen durch ihre völlig absurden Ausführungen betreffend Revisionsurteilen und so weiter und so fort. Es geht dann auch weiter im Zusammenhang mit diesen Revisionen und diesem Vorfall oder Vorgang betreffend RHW-Stiftung. Das ist ja dann auch ans Bundesgericht gegangen. Auch diese Urteile, also entschuldigen Sie, also eine maximalere Falschheit und Willkür eines Gerichtes kann nicht resultieren, ist nicht möglich. Was da geschrieben wurde, ich werde darauf zurückkommen im entsprechenden Zeitpunkt, ist unglaublich. Da ist die Frau Christina Kiss, präsentierendes Mitglied des Bundesgerichtes, dann Richterin und sie ist ja Richterin auch, und Herr Thomas Wittmer, Gerichtsschreiber, er war da an diesem Prozess von Anfang an da eben auch dabei.
Und auch der Herr Willi hat dann eine weitere Ergänzung entsprechend erfahren. Ja, es sind diese Leute, ich habe hier noch eine Liste, die werde ich im Moment nicht weiter aufführen. Es wird aber möglicherweise dazu kommen, dass ich das auch noch erwähnen muss. Ich muss dazu sagen, auch das Parlament hat ihren Beitrag beigetragen, mindestens verschiedene Personen. Und ich werde auch diese Leute entsprechend erwähnen, weil sie haben proaktiv dieses ganze Verfahren, dieses missbräuchliche Verfahren gestützt und haben gegen uns Bürger, sie sind angetreten und haben da mitgemacht. Ich werde im entsprechenden Zeitpunkt dazukommen. Und dann gibt es noch eine weitere Affische, das ist die PAX, die berufliche Vorsorge. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir haben lange Zeit mit dem Start-up, mit dieser Firma zusammengearbeitet im Pensionsbereich und wir haben immer schauen müssen, dass die finanzielle Situation aufgrund der Investitionen, die gemacht werden mussten in dieses Start-up, dass wir auch noch diese Pensionskassenbelange abdecken können. Wir haben immer Lösungen gesucht mit dieser Pensionskasse und dann kommt diese PAX daher mit demselben Mitarbeiter. Sie sind übrigens auch angezeigt, ein Finanzmitarbeiter und unser Kundenbetreuer von der PAX sowie der Geschäftsführer von der PAX und kommen daher und stellen Behauptungen auf über ein neues Vermögen, wodurch dann das Konkursverfahren des Startups wieder eröffnet wird mit all den Möglichkeiten. Und ich habe den Herren mitgeteilt, aufgrund ganz klarer Fakten, dass ihre Aussagen, ihr Dokument, ihre Urkunde, die letztlich an das Konkursamt ging, nicht der Wahrheit entspricht. Und das Konkursamt hat dann nachher das Verfahren wieder eröffnet. Ich habe die Möglichkeit aufgezeigt, sie sollen das zurückziehen, sie haben das nicht gemacht, also haben sie halt auch eine Anzeige erhalten. Das ist bedauerlich. Es ist bedauerlich, dass die Kreise in dieser ganzen Angelegenheit so weit gezogen ist und letztlich nur letztlich die Vernichtung von uns Bürgern, von uns rechtschaffenen Bürgern zum Ziel hatte. Diese Leute, die da drin teilnahmen, und es sind noch mehr, ich habe hier noch ein paar mehr auf der Liste, diese Leute müssen sich bewusst werden, was sie anrichten und was sie angerichtet haben. Und es wäre auch an der Zeit, von ihnen Farbe zu bekennen, einen Schritt zurückzugehen und möglicherweise dem Bundesrat und ihren Vorgesetzten mitzuteilen, so war das vielleicht nicht die Idee, wir wollten das nicht, vielleicht wollten sie es doch, trotzdem, es geht nicht, dass Bürger vernichtet werden in dieser Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Ich hoffe auf eine Lösung, ich hoffe, dass sie jetzt schnell kommt und ich hoffe, dass wir sehr schnell ein Gespräch führen können, um diese Angelegenheit vernünftig und gütlich zu beenden. Vielen Dank.